Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute das neue Topmodell im Speedbereich von Kemper für die Saison 1920, der Wing Light 2.0. Was er kann, was er nicht kann, jetzt im Detail. Das Wichtigste zuerst, der Wing Light macht seinem Namen alle Ehre. In der UK 10, 44,5 europäisch, 273 Gramm. Das ist wirklich nochmal weit unter den leichtesten Schuhen, die wir hier im Sortiment haben. Und genau darauf gehen auch alle Details bei diesem neuen Wing Light 2.0. Also überall da, wo Gewicht eingespart werden kann, ist es auch eingespart worden. Wir beginnen allerdings mit etwas anderem. Wir beginnen mit dem Einstieg. Der ist jetzt, so wie viele andere Marken auch bei ihren Top-Schuhen, mittlerweile eine Booty-Konstruktion. Das heißt, hier diese Neopren-Socke, in die ihr reinschlüpft. Keine einzelne Lasche mehr, auch das spart Gewicht ein. Diese Neoprensocke ist sehr, sehr dünn, mit so einem leichten Mesh-Material überzogen, sehr angenehm im Tragekomfort, allerdings auch wirklich ohne jede Polsterung. Also es gibt eine kleine Polsterung so hinter nach Achillessehne, aber ansonsten sitzt ihr wirklich in diesem Schuh maximal direkt. Ihr seht auch an der Oberfläche schon, es ist nur überzogen mit so leichten PU-Lamellen hier an der Außenhaut des Schuhs. Ansonsten wird wirklich auf vieles verzichtet, was am Ende noch Gewicht kosten könnte. Auch hier, da wo normalerweise die Zunge ist, habt ihr hier so ganz leichtes Mesh-Material, atmungsaktiv. Und das gleiche setzt sich eigentlich in der Dämpfung fort. Ihr seht schon hier so Aussparungen. Ja, also hier wurde in der EVA-Dämpfung, da wo die Brandsohle dann auch in das Obermaterial übergeht, wurde hier auch nochmal Gewicht eingespart. Das heißt, ihr habt hier einerseits eine gute Dämpfung, wenig Gewicht. Das geht allerdings leider ein bisschen zulasten der Stabilität. Also das ist wirklich ein Schuh, der selbstverständlich über eine Stabilität nach außen verfügt, aber bei weitem nicht so steif, wie man es von stabilen Modellen kennt, logischerweise. Vorne obligatorische Zehenkappe, auch hier ein bisschen aufgerundet, auch hier ein bisschen mit Rubber noch vorne an der Innenseite, sodass ihr bei weiten Ausfallschritten auch immer noch genügend Grip am Boden habt, und das Ganze setzt sich logischerweise fort in der Sohle. Hier kommt eine Sache zum Tragen, die seit Jahren schon bei Kemper für Qualität steht. Das ist die Michelin-Sohle, also da mit einem Autoreifenhersteller eine Top-Grip-Mischung gefunden, um euch optimale Traktion auf dem Hallenboden zu garantieren. Hier seht ihr auch eine Sache, die ist sehr interessant. Ihr seht hier diese ovalen Auslassungen, die sind wirklich bis zur Untersohle, bis zur Brandsohle durch. Auch da nochmal viel Gewicht eingespart. Ihr seht das, es ist direkt verklebt und hat jetzt nicht nochmal eine Zwischengummisohle. Auch hier diese Auslassung in der Mitte, atmungsaktiv. Auch nochmal viel Gewicht eingespart. Ihr seht hier dieses Riesendreieck, was in der Mitte nochmal rausgeschnitten worden ist. Das heißt, dieser ganze Schuh ist wirklich darauf ausgerichtet, dass ihr ihn maximal wenig spürt am Fuß. Der Wing Light 2.0 trägt eigentlich die beiden wichtigsten Eigenschaften und auch die Positionsbezeichnung eigentlich schon im Namen Wing. Es ist ein reiner Schuh für Linksaußen und Rechtsaußen, vielleicht noch Torhüterinnen und Torhüter, die einen direkten Bodenkontakt brauchen und ganz wenig Gewicht am Fuß spüren wollen. Es ist auf gar keinen Fall ein Schuh für Spielerinnen und Spieler, die Stabilität am Fuß brauchen, die auch ein bisschen das Gewicht des Schuhs spüren wollen. Dieser Schuh ist ein absolutes Leichtgewicht. Nochmal 10–20% leichter als die leichtesten Schuhe, die wir derzeit im Sortiment haben, in der Größe UK 10 mit fast unter 270 Gramm. Top Grip, Michelin-Sohle immer noch wahrscheinlich sogar führend in dem Segment. Extrem leicht, das haben wir schon gesagt. Trotzdem eine ordentliche Stabilität im Mittelfuß. Allerdings erwartet da nicht zu viel. Also wer Probleme mit den Bändern hat, wer ein bisschen mehr Dämpfung braucht, für den ist der Wing Light zunächst erstmal nicht geeignet. Für alle, die auf direkten Speed stehen und die ihn auch vertragen können, ist der Wing Light auf jeden Fall ein Top-Modell. Ästhetisch muss man sagen, schade, dass wieder zu relativ konservativen Farbkombinationen geneigt worden ist. Ästhetisch nicht mein Fall, aber darum geht es ja auch nicht. Am Ende geht es darum, dass ihr einen Top-Schuh am Fuß habt, und das habt ihr mit dem Wing Light auf jeden Fall, wenn ihr auf Linksaußen, Rechtsaußen oder das Tor hütet. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann meldet euch, wenn nicht, gerne auch. Wir diskutieren darüber auf Facebook, auf unserem YouTube-Channel und natürlich auf WePlayHandball.de. Bis zum nächsten Mal.